Willkommen bei einer anderen Episode von Deutsch mit Dyson. Heute lernen wir ein einfaches Thema und das ist Relativsätze im Akkusativ. Lass uns gerade beginnen. Wie immer haben wir wichtige Tipps. 1. Das Verb muss immer am Ende stehen. Und 2. Das Relativpronomen muss entsprechen. Jetzt sehen wir ein paar Beispiele. Ein Beispiel ohne Relativpronomen und ein Beispiel mit einem Relativpronomen. Der Mann heißt James, ich kenne ihn. Wir haben kein Relativpronomen, wir haben 2 Sätze. Und jetzt Nummer 2, der Mann, den ich kenne, heißt James. Hier haben wir ein Relativpronomen benutzt. In diesem Fall ist das im Akkusativ. Es ist sehr wichtig zu erwähnen, dass wir ein Subjekt haben. In diesem Fall ich. Ich kenne den Mann. Und wir sagen das so mit dem Beispiel. Der Mann, den ich kenne, heißt James. Der letzte Teil von dem Satz ist einfach extra Information. Der Mann heißt James. Also, wir benutzen den, weil der Mann maskulin ist und weil es auch im Akkusativ steht. Denn ich kenne den Mann. Im folgenden Beispiel benutzen wir das, weil das Auto neutrum ist. Und wir haben dieselbe Struktur. Das Auto, das sie kauft, ist neu. Übrigens, wenn ihr keine Ahnung habt, was Akkusativ ist, keine Panik auf der Titanic. Ich lasse euch einen Link in den Kommentaren mit dem Thema Akkusativ. Davon wissen wir schon, dass es ein direktes Objekt ist und dass wir Präpositionen mit Akkusativ haben. In den Link findet ihr absolut alle Informationen zum Thema. Bitte bis jetzt, wenn ihr das Video total toll findet, bitte liken, kommentieren und teilen. Danke sehr. Ich mache jetzt weiter. Zurück zum Thema Präpositionen. Manchmal haben wir Präpositionen in einem Satz. Zum Beispiel, Maria ist sehr intelligent, ich kaufe Bücher für Maria. In diesem Fall müssen wir die Präposition vor dem Relativpronomen benutzen. Wie hier, Maria, für die ich Bücher kaufe, ist sehr intelligent. Bei diesem Thema gibt es einfach einen Negativ, mit dem wir den Akkusativ identifizieren können. In so einem Satz haben wir immer ein Subjekt, in diesem Fall ich, und dann haben wir ein Objekt, für die in diesem Fall. So kann man immer den Akkusativ merken. Wir haben ein Subjekt und wir haben in dem Relativpronomen ein Objekt. Das bedeutet, das Objekt ist das Relativpronomen in dem Satz. Und natürlich benutzen wir die, weil Maria feminin ist. Nun, wenn es Plural ist, benutzen wir das Relativpronomen die, wie im Beispiel. Die Leute, die er fragt, sind Lehrer. Ganz einfach. Und nicht vergessen, wenn der Satz eine Präposition hat, muss man die Präposition vor dem Relativpronomen benutzen. Die Lehrer, an die er sich erinnert, kommen aus Kolumbien. Zunächst machen wir die Übungen, deswegen habe ich hier diese Tabelle für euch gemacht. Wir haben die Artikel im Nominativ, der, das, die Plural und die Relativpronomen im Akkusativ, den, das, die Plural. Wir können ganz genau merken, dass nur der eine Deklination hat. Der im Akkusativ ist den. Jetzt mit Hilfe der Tabelle können wir die Übungen machen. Sie sind einfach, wenn wir die Tabelle sehen, können wir die Übungen machen und die Lösungen findet ihr auch in den Kommentaren. Also viel Spaß. Es ist ganz praktisch und einfach. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich verlasse euch mit einer Playlist von meinem Deutschkurs und ein Video, damit ihr mehr Deutsch lernt.
Danke noch einmal und bis bald.